Limo mit ganz wenig Zucker. Eigentlich nur Wasser. Eistee trinke ich schon auch noch sehr gern, aber ist manchmal sehr süß, ne? Die Getränkeindustrie hatte sich daher im Jahr 2018 freiwillig verpflichtet, den Zuckergehalt von Softdrinks in Deutschland zu reduzieren. Also wäre auf jeden Fall besser, ne? Also ich brauche nicht so viel Zucker. Schmeckt mir nicht so. Ist gesünder, ist auch positiv. Doch eine neue Studie zeigt, dass die Hersteller freiwillig sehr wenig Zucker eingespart haben. Gerade einmal 2%. Wir haben uns angeschaut, wie hat sich eigentlich der durchschnittliche Zuckergehalt von Erfrischungsgetränken in Deutschland entwickelt und im Vergleich dazu in Großbritannien in den letzten Jahren. Und das zentrale Ergebnis unserer Studie ist, dass in Großbritannien sehr schnell sehr viel Zucker reduziert wurde, diese Reduktion in Deutschland aber kaum vorankommt im Vergleich. Resümiert Oliver Heusinger, Co-Autor der Studie und politischer Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Deutschland ist weltweit eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Softdrinks. Im Schnitt konsumieren wir jährlich mehr als 80 Liter zuckergesüßte Getränke. Männliche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren trinken sogar besonders viel, im Schnitt etwa einen halben Liter pro Tag. Wie viel von sowas trinken Sie so? An warmen Tagen 2 so Fläschchen. Sagen wir mal so mehr als eine, ist schon wahrscheinlich. Experten empfehlen, dass Heranwachsende nicht mehr als 240 Milliliter Limo trinken sollten, und zwar pro Woche. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft in Berlin beschäftigt sich mit Krankheiten, die durch starkes Übergewicht entstehen. Und Softdrinks gelten als wesentliche Ursache für krankhaftes Übergewicht. Das ist dadurch zu erklären, dass erstmal wir Kalorien durch diese Produkte aufnehmen, die der Körper aber nicht wirklich als Kalorien erkennt, also wenig Sättigung die Folge ist. Und so führen Getränke eben dazu, dass eine Gewichtszunahme begünstigt wird. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges gesundheitspolitisches Ziel, dass die Zuckeraufnahme durch Softdrinks reduziert wird. Wie es geht, zeigt das Praxisbeispiel aus Großbritannien. Bei ähnlichen Ausgangswerten haben die Hersteller dort den Zuckergehalt ihrer Softdrinks um knapp 30% reduziert. In Großbritannien gibt es wie in 50 anderen Ländern weltweit eine Steuer auf stark zuckrige Getränke. Heißt das, dass die Zutatenliste einer Markenlimonade wie in Großbritannien anders aussieht als hier in Deutschland? Man sieht, dass die Zuckersteuer in Großbritannien selbst bei Fanta oder auch bei Sprite zu einer Veränderung der Rezepturen geführt hat, in einem Ausmaß, wie wir das bisher in Deutschland nicht erleben. Also die Hersteller sagen es jetzt nicht explizit, dass das auch an der steuerlichen Regelung liegt, aber es liegt auf der Hand, wenn man sich anschaut, wie deutlich sich dort die Rezepturen entwickelt haben. Was würden Sie von der Zuckersteuer halten in Deutschland? Würde ich, glaube ich, gut finden, unseren Kindern zuliebe. Halte ich eigentlich für eine gute Idee. Wegen der Gesundheit. Ist schon so teuer genug, der Einkauf. Eine Zuckersteuer führt nicht zwingend dazu, dass die Produkte teurer werden, wenn die Hersteller die Rezepturen anpassen. Bei den Produkten, die in der Rezeptur unverändert bleiben, das sind oftmals dann sehr zuckrige Energydrinks beispielsweise, da schlagen die Hersteller diese Abgabe oder Steuer dann auf dem Endverkaufspreis obendrauf. Das ist dann in der Tat aber auch gewünscht. Auf Nachfrage bei einigen der großen Erfrischungsgetränkehersteller, wie viel Zucker bisher reduziert wurde, haben uns nur 2 geantwortet. Die Stellungnahme von Lidl: Mit kontinuierlich weiterentwickelten Produktformulierungen konnten wir die Anteile bis einschließlich 2021 bereits um 13% bei Zucker verringern. Und Coca-Cola Deutschland schreibt: Den durchschnittlichen Zuckeranteil unserer Erfrischungsgetränke konnten wir zwischen 2015 und 2021 um 11,2% pro Liter senken. Wenn ein Hersteller 7 sehr zuckrige Produkte im Sortiment hat und einfach 3 weitere einführt, die sehr wenig Zucker enthalten, aber an den Rezepturen der anderen gar nichts ändert, dann ist ja sozusagen rechnerisch der Zuckergehalt runtergegangen, unabhängig von der Frage, ob die neuen Produkte überhaupt am Markt Absatz finden. Sein Fazit? Dass eine Steuer eine schnellere und effektivere Maßnahme zur Zuckerreduktion ist als freiwillige Selbstverpflichtung. Schönen guten Abend. Yvonne Leonhardt, Ernährungswissenschaftlerin aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich glaube, wir warten mal lieber nicht auf die Zuckersteuer. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wie streng sollten Eltern mit Säften und Softdrinks sein?
Ja, in erster Linie sollten Sie streng zu sich selbst sein. Das heißt, mit gutem Vorbild vorangehen und von Anfang an, von klein auf, am besten keine gezuckerten Getränke anbieten. Man kann Alternativen anbieten. Das wäre beispielsweise ein Tee, vielleicht auch eine Teesaftschorle, dass man wenig Saft reinmacht, um den Zuckergehalt einfach möglichst gering zu halten. Das beste Getränk zur Erfrischung ist natürlich immer noch Wasser. Okay, also das einfach vorleben und vielleicht die anderen Getränke gar nicht so oft zu Hause haben, sondern nur zu besonderen Anlässen. Weil mit Verboten ist es ja auch so eine Sache, ne? Macht die Sache erst richtig spannend. So sieht's aus. Verbote triggern eher genau das Gegenteil. Ja, genau. Wir haben jetzt mal hier die Zuckermengen von jeweils so einem Glas Saft oder hier Limo aufgestellt. Das ist ja jetzt hier, der Traubensaft ist ja wirklich der Knaller. Der hat tatsächlich fast doppelt so viel Zuckerstückchen wie die Limo hier stehen. Macht das für den Körper einen Unterschied, ob der Zucker jetzt aus Saft oder aus Limo kommt? Es macht keinen Unterschied. Also der Blutzucker steigt trotzdem an, die Glucose wandert ins Blut und ich kann später bei einer Blutabnahme nicht feststellen, ob der Zucker aus der Fanta, aus der Cola, aus der Limo oder eben aus dem Saft stammt. Aber hier sind doch dann Vitamine noch drin und alles Gute aus der Traube sozusagen. Richtig, da sind natürlich mehr Nährstoffe drin, aber vom Zuckergehalt her sehen wir ja jetzt hier beim Traubensaft, dass dieses 250 Milliliter Glas tatsächlich doppelt so viel Zuckerwürfel hat wie jetzt hier diese Limonade. Also es ist quasi eher ein Nahrungsmittel oder ein Genussmittel als ein Getränk, was man einfach so wegkippt. Dann lieber die Trauben essen, oder? Es ist immer besser, aber das Obst zu essen, als es zu trinken. Also wenn man überlegt, wie viel Apfel oder Äpfel man braucht, um ein Glas Saft herzustellen, diese Äpfel an Mengen würde man gar nicht verzehren. Das stimmt. Wie sehen Sie denn so Light-Varianten? Also mit Süßstoffen, sind die gesünder? Per se denkt man erstmal, die sind gesünder, weil sie den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen. Wenn man aber sieht, wenn jemand sehr, sehr viel Leitgetränke konsumiert, was das für Folgen auch hat, dass das Diabetesrisiko dadurch nicht sinkt, weil das natürlich auch das Verlangen nach Süß triggert. Beispielsweise in der Schweinemast wird Saccharin, das ist ja ein Süßstoff, als Hunger- oder als Hungermechanismus eingesetzt, als appetitanregend. Ah, okay, also die machen machen Heißhunger quasi. Könnten wir denn unser Geschmackssinn irgendwie wieder umprogrammieren? Also wenn wir zum Beispiel oft solche Getränke getrunken haben oder einfach auch viel Saft getrunken haben, ist ja Wasser, naja, erstmal so ein bisschen langweilig. Das Schöne ist, dass ich das auch wieder sensibilisieren kann. Also sowohl in die eine Richtung kann ich auch in die andere Richtung wieder steuern. Da würde ich empfehlen, dass ich anfange, das zu verdünnen. Okay. Vielleicht nicht gleich von 120 auf 0 zu gehen, sondern mich langsam daran zu gewöhnen. So einen kleinen Entzug machen quasi. Okay, da bräuchten wir jetzt noch ein bisschen Motivation für. Also was passiert denn, wenn wir weniger Zucker zu uns nehmen? Also essen und trinken am besten natürlich, aber fangen wir vielleicht mal mit den Softdrinks an. Geht es uns dann besser? Oder haben wir vielleicht einen Mangel an Zucker auch erstmal? Es gibt weltweit keine Zuckermangelerkrankung, weil der Körper auch in der Lage ist, Zucker selbst herzustellen. Im Fasten macht er das auch. Das Positive ist, dass ich dadurch langfristig natürlich das Risiko senke für sogenannte Zivilisationskrankheiten. Da gehört jetzt Diabetes dazu, da gehört Adipositas dazu. Das heißt, ich werde sicherlich für meine Gesundheit einen positiven Beitrag leisten, wenn ich den Zucker reduziere. Okay, man sieht es vielleicht auch auf der Waage. Und wie Sie gesagt haben, vielleicht hat man dann einfach weniger Heißhunger und mit diesen Effekten. Sehr spannend. Danke, Frau Leonhardt. Wir sprechen später noch über die Nüsse. Dankeschön fürs Erste. Also, solange die Politik noch rumeiert mit der Zuckersteuer, schützen wir uns selbst und unsere Kinder vor zu viel Zucker. Softdrinks und Saft sollten wir tatsächlich wie Schokolade handhaben als Genussmittel.